Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr euch heute an diesem speziellen Feiertag die Zeit nehmt, mit mir eine Weile zu verbringen. Und ich freue mich mega darüber, dass ich euch auf diese Weise jetzt berühren kann. Ich hoffe wirklich, dass ihr Fragen mitgebracht habt, worauf ich dann von ganzem Herzen gerne antworten will. Diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit 20 Jahren als Channel-Medium, hauptberuflich, und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, die letzten 20 Jahre. Ich habe sehr viel lernen dürfen über mich und über den Rhythmus der Welt, und das hat mich in der Tiefe geschult. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oftmals Momente gibt im Leben meiner Mitmenschen, wo sie einfach gerne auch mal mit mir plaudern wollen, was mich manchmal ein bisschen überrascht hat. Aber jetzt, nach 20 Jahren und vor allem in diesem 20-jährigen Jubiläum meines Wirkens, ist es mir ein großes Anliegen, mit dir, mit euch im Austausch zu sein. Deswegen finde ich super, dass ihr da schon so mächtig am Chatten seid. Und ich habe nämlich gesehen, da oben gab es schon eine Frage von der Susanne. Die finde ich natürlich mega spannend über die Lilith. Aber bevor wir jetzt so in unseren abendlichen Kaffeekranz einsteigen, möchte ich euch alle einladen, ein paar bewusste, tiefe Atemzüge zu nehmen und so ganz in diesem Moment anzukommen. Denn es ist ja mächtig viel los auf unserem Planeten. Mich selbst hat gerade dieser Neumond jetzt auch wirklich in seinen Fängen so ein bisschen. Ich habe wirklich gespürt, boah, da ist viel, viel los im Äther, in meinem Äther, in mir und um uns alle herum. Also, nimm doch mal einen bewussten Atemzug, und wenn du einatmest, sammle deine Gedanken, die das schon so gerne in die Zukunft huschen. Fang sie ein mit Einatmen. Und beim Ausatmen setze dich so richtig in dich hinein. Und mit dem nächsten Atemzug hole deine Gedanken, die noch in der Vergangenheit rumchillen, hol sie in die Gegenwart. Und der dritte und letzte bewusste Atemzug, natürlich nicht der letzte, aber letzte bewusste für den Moment, ne? Atme tief und sei ganz gegenwärtig. Widme all deine Aufmerksamkeit diesem jetzigen Moment. Vielen Dank. Sehr schön. Denn dann sind wir nämlich alle schon mal so ein bisschen eingemittet. Denn was wir jetzt gemeinsam kreieren, ist ja nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel, sondern ein Energiefeld. Ein Energiefeld, wo viele Menschen gleichzeitig sich auf etwas einlassen. Und schön, wenn wir das eben gelassen und ruhig tun, so oft wie nur irgendwie möglich. Das ist so ein bisschen die Aufgabe von der geistigen Welt, nicht wahr? Gerade heute ist ja ein neuer kosmischer Impuls rausgekommen, wo es auch wieder darum geht, sich auf die dunkle Jahreszeit, auf die Dunkelheit in uns einzulassen und vor allem natürlich die Angst davor zu verlieren. Und da will ich auch gleich mal auf die Frage von der Susanne eingehen, nämlich: Wie in Gottes Namen kann ich mich konkret auf Lilith einlassen? Finde ich eine super Frage, ich danke dir. Ich muss mal kurz im Chat noch rüberhüpfen. Weißt du, uns auf Energien, die in unserem Umfeld sind, einzulassen, bewusst einzulassen, ist das Simpelste, was es gibt. Du kannst dich einlassen im Sinne von dich hineinfallen lassen, es fließen lassen, es annehmen, oder du kannst dich dagegen wehren. Du kannst also Gegensteuer geben, so gut wie es geht, und das wird sehr viel Energie rauben, oder du kannst dich da wirklich hineingeben und dich fallen lassen. Und wenn du dich eben bewusst mit dieser weiblichen Urkraft verbinden möchtest, dann lass dich auf dich ein. Das heißt, nimm dir Zeit, dich zu reflektieren, mit dir präsent in einem Moment zu sein und nicht immer alles sofort persönlich zu nehmen, was geschieht in deinem Umfeld, sondern einfach mal liebend betrachten, was ist da gerade los und wie reagiere ich darauf? Denn genau da triggert diese Lilith-Kraft im Moment bei unseren schnellen Reaktionen, die
nicht mal wirklich unsere sind, das sind so antrainierte Reaktionen. Und wenn du da einfach nur einen kleinen Moment innehalten kannst, wirklich nur einen klitzekleinen Moment, bevor du sofort auf etwas reagierst, dann schöpfst du einen Raum, in welchem diese Urkraft, die so liebend, unterstützend und nährend ist, die Chance hat, mit dir gemeinsam den Blickwinkel auf das Gute, das Lichtvolle zu richten oder dir eben sehr deutlich zu zeigen, wo in deinem Leben es jetzt ansteht, für dich Veränderungen anzugehen. Sich also konkret auf die Lilith-Energie einzulassen, heißt auch, dich wirklich auf deine eigenen Schatten einlassen. Keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Keine Angst zu haben vor deinen Emotionen, vor deinen niedrig schwingenden Gefühlen, wie wir auch gerne sagen. Sie gehören zu uns und sie sind völlig in Ordnung. Und wenn du lernst, dich in diesen Schatten zu respektieren, einfach mal einen Moment fühlst, merkst, fühlt sich jetzt nicht so gut an und ehrlich gesagt bin ich steingenervt und überhaupt, aber das respektierst, wenn du das beginnst zu respektieren und nicht beginnst zu verdrängen, dich wirklich einlässt auf diese Macht, die da von unten nach oben durch dich fließt, dann darf so viel Heilung geschehen. Und dann wird unsere Mitwelt auch wieder lernen, dass unsere weiblichen Gefühle, Emotionen und Wahrnehmungen mega großartige Wegweiser sind für uns alle. Dich konkret auf Lilith einzulassen, heißt also, dich auf dich selbst einzulassen, auf deine Schatten, auf deine Sorgen, auf deine Ängste, zu reflektieren, liebevoll, aufmerksam sein. So viel mal dazu. Ach, ich sehe, ihr schreibt ja herrlich. Ihr seid großartig, wie schön. Dann gucke ich mich da noch mal ein bisschen weiter durch. Was finden wir denn hier noch? Ja, was sehe ich da? Die Esther fragt, du hast vor knapp 2 Monaten den Unterschenkel gebrochen, was erst vor einem Monat wiederum festgestellt wurde, was das bedeutet. Vielen Dank für diese Frage, aber da darf ich gerade noch etwas klarstellen. Ich bin Medium, das ist richtig, aber ich bin keine Wahrsagerin. Das können andere viel, viel besser als ich. Und auch wer bei Saint-Germain zukünftige orientierte Weissagungen wünscht, ist bei mir ebenfalls nicht an der richtigen Adresse. Auch das können andere viel, viel besser. Wobei ich dir helfen kann, ist, mit dem, was jetzt ist, einen liebevollen Umgang zu finden. Meine Spezialität in den letzten 20 Jahren ist geworden, zu unterstützen, dass das, wo du tagtäglich damit zu kämpfen hast, dass du da einen liebevollen Blickwinkel auf dich selbst bekommst, dass also der Alltag zu deinem Freund und nicht mehr zu deinem Feind wird. Und ich finde das für mich persönlich manchmal eine sehr schwierige Herausforderung. Deswegen denke ich, wenn es darum geht, dass man sich etwas bricht und das erst einen Monat später merkt, dann gibt es 2 Bereiche, die ich da ansprechen möchte. Das eine ist, vielleicht ist das Körpergefühl gar nicht so deutlich, dass von dir so klar wahrgenommen werden konnte, dass da tatsächlich etwas gebrochen wurde. Ich würde also mal raten, das Körpergefühl, das Gefühl, wie geht es deinem Körper, wie geht es dir, ganz bewusst einzuladen in deinen Alltag. Heißt jetzt aber nicht, damit will ich also nicht sagen, dass du das nicht kannst, liebe Esther. Das kann sehr gut sein, dass du sehr ein gutes, feinfühliges Körpergefühl hast, aber trotzdem den Schmerz, der vielleicht immer wieder da war, nicht so ernst genommen hast, weil halt eben wir Frauen sind das ja auch gewohnt. Ne? Also wir Frauen können unglaublich viel Schmerz ertragen. Und da ist der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Manchmal zeigen uns solche Lebenssituationen auf, dass wir sehr viel ertragen, wo wir früher vielleicht handeln dürften, also Hilfe annehmen oder auch darauf bestehen dürfen und sagen, hey, da stimmt etwas nicht, ich möchte, dass da nachgeschaut wird, dass da konkreter hingeschaut wird. Vielleicht hast du auch mega gelitten in der Zwischenzeit und niemand wollte dich ernst nehmen, dann wäre da das Thema, das ich dir als Unterstützung mitgeben möchte. Hinschauen, wie geht es dir, was brauchst du? Selbst fürsorglich für dich einstehen und sagen, hey, da stimmt etwas nicht, mir geht's irgendwie nicht gut, das tut einfach weh. Also
Das Körpergefühl, für uns alle gilt das. Das Gefühl zum eigenen Körper. Wie wohne ich in meinem Körper? Schleppe ich den Kerl einfach tagtäglich rum und er ist mir wirklich ein Klotz im Bein? Oder wurde mein Körper zu meinem Freund, zu meinem Lieblingsort, wo ich gerne bin? Bewohne ich meinen Körper? Und dann stehe ich auch gerne für meinen Körper ein. Ich wünsche dir auf jeden Fall, liebste Esther, von ganzem Herzen gute Besserung. Und wahrscheinlich ist in diesem Monat schon einiges geheilt. Unterdessen möge das weiter so gehen. Und bitte sprich mit deinem Körper. Sprich mit diesem wunderbaren Freund und sag ihm, dass er heilen darf, dass er sich absolut wieder so entwickeln kann, dass du wirklich wieder wie eine junge Ziege durch das Leben hüpfst. Ja doch, genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und danke, dass du eine Tür aufgemacht hast, dass ich klarstellen kann, wofür ich sehr gerne für euch da bin und was ich nicht bieten kann. Vielen Dank. Dann lasst uns da doch mal weiterlesen. Wie reinige ich mich von Energien, ohne diese woanders abzuladen? Und wie sieht Lilith das? Oh, Doreen, das ist cool. Vielen Dank für diese Frage. Wie du dich reinigen kannst? Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für manche Bereiche benötige ich tatsächlich eine physische Dusche. Da muss ich also vom Kopf, vom Scheitel bis zur Sohle mich unter das Wasser stellen und beten. Ich möchte noch kurz klarstellen, beten ist für mich nicht bitten, um etwas bitten, sondern eine Art von Danksagung, eine Art von Zwiegespräch mit mir, mit dem Universum, mit meinen Unterstützern. Wobei ich klar festlege, was für mich jetzt die nächsten Schritte sind. Also ich bedanke mich dafür, dass ich wieder geklärt und gereinigt bin. Ich bedanke mich dafür beim Wasser, dass es mich jetzt darin unterstützt, dass es all die Energien mitnimmt, die ich jetzt nicht mehr brauche, die mir nicht mehr dienlich sind und dass sie so transformiert werden, dass sie der Schöpfung, allem, bestmöglichst dienend zur Verfügung stehen können. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns die Lilith auch sehr deutlich macht, dass wir sehr klar kommunizieren und mitteilen dürfen, was uns gut tut und was nicht, aber dass wir es eben nicht einfach irgendwo, wie du sagst, irgendwo wegschleudern oder wieder zurückschicken, sondern dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, das dahingehend zu transformieren, dass es der Schöpfung als Kraft zur Verfügung steht. Denn alles ist im Prinzip einfach Energie. Und wir können die Energie formen durch unseren Geist und noch stärker auch durch unser Wort. Und wenn wir voll präsent gegenwärtig sind und uns geistig unter eine Dusche stellen, zum Beispiel mit blauem Licht, mit grünem Licht, Engel und Helfer bitten, wenn dir das beliebt, dich zu reinigen, dich zu klären und eben alles zur Transformation vorzubereiten, damit es der Schöpfung dienen kann. Oder physisch eine Dusche benutzt oder dich in ein Stein- oder Salzbad legst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, der Knackpunkt ist eben einfach, wandle es gleich mit und übergib es der Schöpfung. Wir müssen ja zum Glück nicht wissen, zu was es dann werden soll. Ne? Zum Glück. Na, dann wollen wir mal weiterlesen. Oh, der Chat springt jetzt gerade ein bisschen rum. Bin ja das erste Mal live hier auf YouTube, ihr Lieben. Das ist eine spannende Angelegenheit. So, was habe ich da? Ach, ein liebes Dankeschön. Ja, das freut mich natürlich. Dankeschön. Ja. Och, muss mir da ein bisschen durchlesen. In Bezug, da schau mal, Matthias. Oh, dich kenne ich. Dich kenne ich, Matthias. Schön bist du mit dabei. Freut mich total. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr, sehr lange. Du fragst also, die US-Wahlen stehen vor der Tür. Welche Impulse gibt es da? Ja, das ist so ein Riesenthema. Und da möchte ich gerne meine Meinung dazu geben und hoffe, dass ihr das mitnehmt in euer Feld, das, was euch davon gefällt. Ich möchte dazu 2 Sachen sagen. Das eine, ja, es ist total weit weg und beeinflusst in dem Moment wenig von uns hier in diesem jetzigen Moment. Und zweitens, ja,
es ist sehr weit weg, aber es beeinflusst das ganze Feld von uns Mitmenschen und hat deswegen absolut seine Wichtigkeit. Es gibt also zwei Bereiche, wo wir uns darum kümmern können. Das eine ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bleib im Hier und Jetzt. Ich glaube, der wichtigste Beitrag, den wir heutzutage leisten können, ist, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Damit meine ich, unser eigenes Energiefeld immer wieder auf Vordermann zu bringen. Wirklich ehrlich und aufrichtig mit uns selbst zu sein, zu nähren und zu stärken, was uns gut tut, das Beste zu geben, in verschiedenen Momenten Mitmenschen schnell und liebevoll vergeben zu können, uns selbst oder anderen, unser Herz auf Vordermann bringen, indem wir die Dinge nicht so persönlich nehmen, also eben mehr Herzensmenschen sind und weniger Kopfmenschen in diesem Sinne, obwohl es unbedingt unseren rationalen Verstand braucht. Also bleiben wir bei uns im Alltag, klären, reinigen und unterstützen uns und andere unmittelbar in unserem ganz eigenen Leben. Wenn es aber darum geht, dass so große, mächtige Bereiche so theatralisch und natürlich auch angstschürend im Feld stehen, ist es wichtig, dass wir Ruhe bewahren. Also wenn die geistige Welt dazu etwas sagt, dann ist es immer wieder, bleib in der Ruhe und nähre das Feld. Die Frage ist jetzt, wie möchtest du das Feld nähren? Und da ist nicht unbedingt gefragt, was deine Meinung ist, wer der beste Kandidat wäre oder wie das besser gemacht werden könnte. Und es könnte besser gemacht werden und es gibt immer bessere Kandidaten, aber wir dürfen wissen, dass alle, aber wirklich alle auf dieser Erde, ihren Job im Spiel des Lebens übernehmen und dass wir als geistige Familie uns sehr wohl unterstützen können. Das heißt, auch wenn dir diese Menschen dort vielleicht völlig unsympathisch sind, das ganze Gezetere überhaupt unsympathisch ist oder mächtig Angst macht oder auch dich wirklich sehr interessiert, was ganz wunderbar ist, finde immer wieder zurück in deine Ruhe. Komm hier an, im Hier und Jetzt. Und dann nimmst du diese Energie sozusagen mit in dein Herz, beruhigst dich und diese Energie und dann beginnst du zu strahlen auf einer ganz anderen Frequenz. Und dann kannst du geistig mit der Wahl, das ist ja fast eine Persönlichkeit geworden, ein Energiefeld. Die Beteiligten sind Mitspieler, aber die Wahl selbst ist eine Energie geworden. Das praktizieren wir ja schon so lange, ne? Eine Art Persönlichkeit. Also geh mit dieser Energie in Verbindung, wenn du das möchtest, und lade sie auf mit Liebe, mit Wohlwollen, mit Weitsicht, mit Authentizität, mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit. Was fällt mir dazu noch ein? Einfach ganz viel Gutem. Nähre diese Energie, denn sie nährt alle, die damit spielen und alle, die davon irgendwie etwas mitbekommen. Und sehr oft nährt sie eben in Angst, in Stress, in ach herrje, und wenn der gewinnt, dann ach mein Gott und so weiter. Also nähre du, was du für wichtig empfindest, sollte dort auch platziert sein. Denn das wiederum verändert das Energiesystem von diesem Wesen, dieser Energiequalität. Und das kann natürlich bedeuten, dass sich kleinste Justierungen in den Menschen, die damit verbunden sind, mit diesem Wesen da unten, wir Hampelmännchen sozusagen, manchmal fühlen wir uns ja ein bisschen so, kommen davon oder damit in Berührung und können anders darauf reagieren oder eben energetisch mit beeinflussen. Wir haben extrem viel Macht, es ist uns nur selten wirklich bewusst. Vielen Dank, lieber Matthias, sehr spannend. Was haben wir da noch? Helene, du fragst kurz, ob ich da was sagen könnte über Schutzengel. Kann man einfach mit ihm reden? Danke vielmals. Da steckt eine Schweizerin dahinter. Ja, Liebes, du kannst mit den Schutzengeln jederzeit einfach reden. Wirklich. Die sind immer da, diese Schutzbegleiter, diese Unterstützer, wir nennen sie auch das geistige Team, die sind wirklich immer da, immer in unserem Energiefeld. Und alles, was du denkst oder verbal an sie richtest, direkt, wird von ihnen wahrgenommen. Es ist nicht so, dass sie direkt unsere Gedanken abhören.
Wir sind ja gar nicht in einem Spionagefilm hier auf Erden, obwohl, ja, manchmal kann man sich so vorkommen. Aber was du direkt an sie richtest, gedanklich oder durch dein gesprochenes Wort, wird von ihnen sofort aufgenommen. Und sie sind sehr bemüht, immer bemüht, dir zu antworten. Die Frage ist nur, nehmen wir denn ihre Antwort auch wahr? Nehmen wir uns dann auch wirklich Zeit, zu hören, zu fühlen, zu riechen, zu denken? Weißt du, diese Blitzgedanken, die da plötzlich kommen oder dich auf etwas ganz anderes hinschieben, wo du vorhin warst. Mal so kurz eine Frage stellen ist eine Sache. Aber einfach zu erwarten, dass zack, zack, die Antwort von uns auch sofort wahrgenommen wird, ist eine andere. Gesendet wird sie sofort, das ist richtig. Sie wird in unseren Äther gelegt und wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, auf Empfang zu gehen, dann kriegen wir das auch irgendwie mit. Mit irgendwie möchte ich gern betont haben, dass manchmal unser Verstand das tatsächlich gar nicht wirklich mitbekommt, unser System aber schon. Deswegen ist dein Körper so ein wunderbarer Freund, weil der alles aufnimmt wie ein Schwamm und dir dann, je nachdem, wenn du kannst, das abgibt. Das kann also sein, dass du eine Woche später plötzlich eine Eingebung hast auf die Frage, die du vor über einer Woche gestellt hast. So, was haben wir denn da noch? Stefanie, du sprichst von Fremdenergien. Zum Beispiel, wenn ich Behandlungen oder Massagen gehe, nimmst du immer etwas mit. Ich arbeite auch bewusst mit meinen Gedanken, aber wie schütze ich mich? Ich bin überhaupt kein Fan von Schützen. Weißt du, Schützen, so wie ich das von der geistigen Welt gelernt und verstanden habe, bedeutet, sinnbildlich gesagt, eine Mauer aufzubauen, damit du geschützt bist. Das Dumme ist nur, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Damit will ich sagen, irgendwann wirst du diese Mauer wieder einreißen müssen, schlicht und einfach deswegen, weil sie dich ja einschließt. Ja? Also anderes ausschließen, aber dich auch einschließen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du volle Kanne, will ich jetzt genau so sagen, deinen rechtmäßigen Platz einnimmst. Brust raus, Kinn bis nur, so. Richte dich auf wie die Henne, setz dir die Krone auf und dehne dich aus. Dehne dich aus. Nimm deinen rechtmäßigen Platz ein. Vor der Behandlung zum Beispiel dehne dich aus, indem du wirklich deine ganze Kraft und Stärke in deine Aura und in deinen Körper sendest. Das noch einmal tust, wenn du den Raum verlässt. Und gleichzeitig auch bitte dein Talent darin erkennst, von den Menschen Dinge mitzunehmen. Es ihnen vielleicht sogar abzunehmen in gewisser Weise. Also etwas, das sie ganz stark in sich tragen, nimmst du sozusagen die Hälfte mit, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wenn es dir schon so leicht fällt, das einfach mitzunehmen, dann hast du auch in dir, und das ist ein Garant, ein kleines wunderbares Gesetz, auch einen Schalter, das genauso leicht wieder loszuwerden, also freizugeben. Nimm dir einfach die Zeit. Anstatt, ich habe wieder was mitgenommen und Leiden, Leiden, Schreck, Schreck, wie kriege ich das los? Wie muss ich mich schützen? Wirklich einfach atmen und sagen, okay, was auch immer ich von dir gerade mitgenommen habe, du hast es offensichtlich freigegeben, so tue ich es dir gleich. Auch ich gebe es frei, ich gebe es zur Transformation frei, ihr Engel und Helfer, ich rufe euch, nehmt es mit. Vielen Dank. Ich atme, ich bin ganz bei mir und ich dehne mich aus. Meine Kraft und nur meine Kraft ist jetzt in meinem Raum willkommen. Alles andere sofort ausgeladen, muss, darf jetzt gehen. Ich hoffe, das hilft dir, liebe Stefanie. Und du hast mega Talent. Diejenigen von euch, die wie ein Schwamm durch die Welt laufen, ihr seid so wertvoll, ehrlich. Ihr seid wirklich mega talentiert, die Dinge aufzunehmen, die bereit sind zur Transformation. Und dann habt ihr eben auch diese Qualitäten, das in euch zu transformieren. Aber ihr müsst deswegen nicht leiden. Ihr dürft wirklich das mit Freude tun und euch regelmäßig Zeit nehmen, um einfach das wieder loszuwerden, also es fließen zu lassen, es freizugeben. Ihr seid wunderbare Mitmenschen, ihr seid für uns alle sehr, sehr, sehr wertvoll. So, also, dann haben wir hier. Moment. Ja, hoppla. Manchmal bei diesen Bildschirmen
fällt es ein bisschen schwer zu lesen. Also ich kriege das schon hin, ne? Die Carmen sagt, sie lebt von der Grundversicherung und das Fehlen von materieller Fülle ist manchmal schwer zu ertragen. Was hilft mir dabei, dies anzunehmen? So, jetzt springt da mein Bereich wieder herum. So, ich krieg's noch hin. Liebe Carmen, ich habe jahrzehntelang von der Hand in den Mund gelebt. Ich war so tief erschüttert. Ich war so verletzt. Ich war so wütend. Denn ich wusste in meiner Tiefe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich wusste, dass das, was ich mache, meine Arbeit, dass das mein Weg ist. Und dann habe ich mal wieder einen Nebenjob angenommen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich schaffe das gar nicht irgendwie. Also ich kriege das mental gar nicht mehr hin. Bis ich irgendwann, und das ist einfach meine Geschichte, den Bettel hingeworfen habe. Ich hoffe, das versteht ihr in Deutschland. Das ist so eine Aussage bei uns aus der Schweiz. Ich habe innerlich aufgegeben, irgendwo anders hinzuwollen, es irgendwie zu schaffen, irgendein besseres Leben zu haben. Ich fand einfach, okay, so what? Ich krieg's nicht hin. Ich war völlig frustriert, aber ich habe es einfach hingeworfen. Und dann kam der Moment, wo ich eben losgelassen habe. Ich habe mir vorhin über Jahre ein schönes Leben geschöpft und geschaffen. Ich habe viel Zeit investiert, in das auszumalen. Ich habe all diese Praktiken praktiziert, die da sagen, ja, du musst halt so das fühlen, und ich habe mir Collagen gemacht und so weiter. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Es hatte bis dahin nicht funktioniert. Was mir dabei abgegangen ist, was ich nicht mitbekommen habe, ich habe so innerlich festgehalten. Ich wollte das so unbedingt. Ich hatte meinen Alltag nicht respektieren können als Zeit der Lehre, des Lernens, als Demutslektion, um authentisch sein zu können, Bodenhaftung zu bewahren. Ich war so eingeschnappt von meinem eigenen Scheitern, dass ich den Wert meiner damaligen Lebenssituation gar nicht wirklich erkennen konnte. Und als ich irgendwann einfach dachte, ja, schon drauf, ne, dann klappt es halt nicht, ich gehöre halt zu denen, die das einfach nicht schaffen, da ließ ich einfach los. Ich ließ los. Ich habe meine physischen Umstände verändert, bin in eine noch kleinere Wohnung gezogen. Ich habe noch weniger Geld ausgegeben, was ich damals dachte, wäre irgendwie gar nicht möglich. Aber das eine hat das andere ergeben und plötzlich kam ich auf die glorreiche Idee, nicht nur bei mir zu Hause Einzelsitzungen anzubieten, sondern ich könnte ja meine Freundinnen fragen, wenn die mal gerade nicht arbeiten, ob ich deren Praxis mieten dürfte und dann so zu den Leuten hinfahren. Und plötzlich hatte ich 8 Praxisräume quer durch die Schweiz, die ich regelmäßig angefahren bin, und da wurde ich immer bekannter, nach vielen Jahren. Ich konnte von Anfang an als Medium überleben, aber es war eben lange, lange, lange ein Überleben, bis dann eben endlich das Leben und dann nach und nach eine innere Erfülltheit dazu kam, die bis heute anhängt, anstrebt. Ach, mir fehlt gerade das Wort. Anhält. Genau. Ich wünsche dir also, du wunderbares Goldstück, dass du den Wert des Mangels und das, was es dir da aufzeigt, dass du diesen Frust, diese Enttäuschung, diesen Schmerz, diese Ängste, mein Gott, ich meine, solche finanzielle Überlebensängste, ist einfach scheußlich. Ne? Mal ehrlich. Aber was da an Weisheit drinsteckt, wie dich das formt, wie dich das entwickelt, wie du lernen kannst, dich zu halten in schweren Momenten. Und ich bin heute so dankbar, dass ich diese Demutslektionen durchstehen durfte, weil mir das sehr, sehr, sehr geholfen hat, heute wirklich authentisch Bodenhaftung zu haben. Ich weiß, wo ich herkomme, im Bauernhof, und dann ging ich durch sehr schwere Zeiten und ich kenne diesen Weg. Und das hat mich geformt. Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und es macht dich zu der Frau, die du heute bist. Du bist wertvoll. Und wenn du deinen eigenen Wert und den Wert in der Lebenssituation beginnst zu erkennen, dann steigert sich Wertvolles in deinem Umfeld. Und schau mal genau hin, was du alles gerne hättest. Und schau mal, wie es in deinem Leben ist. Denn das hat mich total fasziniert, mit der Zeit zu erkennen, dass sehr vieles von dem, was ich mir gewünscht habe, tatsächlich schon da war.
Ich habe es einfach nicht gesehen, weil ich dachte, es müsste meins sein. Es müsste anders daherkommen. Dabei war es längst da. Zum Beispiel hat mir eine Freundin ein Login für ein Fitnessprogramm gegeben, das sie in dieser Zeit nicht genutzt hat. Einfach kostenfrei durfte ich da mittanzen. Ich hatte mir immer gewünscht, dass ich eben das heißt Nia, was ich damals getanzt habe, dass ich da einfach mittanzen kann. Aber ich konnte es mir nicht leisten, in die Stunden zu gehen. Aber ich hatte diesen Login und durfte da mittanzen. Es war ja da. Ich habe es noch nicht gesehen. Das meine ich damit zum Beispiel. So, fahren wir weiter. Ihr Lieben, oh, ihr seid so toll. Ihr schreibt mir so viele Kommentare. Das ist herrlich. Danke euch. Oh, ich bin noch nicht so geübt mit diesem Rumscrollen hier, ihr Lieben. Ich bin ganz konzentriert bei der Sache. Die Verena. Könnte sein, dass ich die Dame kenne, die dahinter steckt. Irgendwas in mir regt sich, könnte sein. Liebe Adriana, bei deinen Channelings mit Saint-Germain ist ja die Energie von Lilith immer öfters präsent. Wenn ich Lilith google, wird diese oftmals negativ dargestellt. Warum ist das so? Oh, ich danke dir, das ist cool. Huch. Ja, Lilith, die sich mit Dämonen vergnügende, böswillige, verabscheuungswürdigende, ach, ich will es gar nicht alles in den Mund nehmen, was man der alles unterstellt. Und da sieht man mal, wie die weibliche Kraft in Verbindung auch mit unserer Lust, und damit ist nicht nur sexuelle Lust gemeint, sondern auch Lebenslust, wie machtvoll unsere Emotionen sind, wie macht- und kraftvoll, schöpferisch unsere Lust ist, denn wenn wir lustvoll einen Samen empfangen, dann können wir ein ganzes Kind daraus kreieren. Meine Güte, was wir Frauen können, ist krass, ne? Und wir müssen es nicht mal machen, es geschieht durch uns. Und diese unglaubliche menschenschöpfende Kraft, die hat in der Vergangenheit einfach Panik ausgelöst, als man mal begonnen hat, ein bisschen darüber nachzudenken. Oh mein Gott, wie machtvoll ist denn die Frau? Und jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass die sich klein und nichtig und hoffentlich irgendwie auch Schuld an allem fühlt, denn gerade weil wir so emotional sein können, in den Gefühlswelten fließen können und unterwegs sind, hat man versucht, uns auf die niedrigsten Aspekte zu reduzieren und uns da Böswilligkeit zu unterschieben und unterstellen und hat einfach alles, was mit lebendiger, purer, kraftvoller, weiblicher Lust und Klarheit im Leben, mit unserer reinen Schöpferkraft zu tun hat, dämonisiert, verteufelt, aus dem Paradies gejagt, herrje! Da blieb ja nichts anderes übrig, als zu den Dämonen zu gehen, wenn wir die Welt nur zwischen Paradies mit den Engeln und die Hölle mit den Dämonen darstellen. Ja, wo will man denn sonst hin? Ne? Das Weibliche schafft es aber eben sogar bei den Dämonen, ihren Weg zu gehen. Wir Frauen sind unbeschreiblich kraftvoll. Und wenn wir jetzt lernen, die Angst vor unserer Kraft, unserer weiblichen Kraft, dieser unglaublichen Schöpferpower niederzulegen, aufhören, uns gegenseitig im Stutenbeißen und Zickenkrieg irgendwie noch klein zu halten, auf Abstand zu halten, sondern wieder in die Sisterhood kommen, also einander unterstützen, würdigen, fördern, sehen, lieben für unsere Zicken. Herrgott, was macht's schon? Wenn wir respektieren, dass diese kraftvollen Emotionen da sind, dass sie durch uns kommen und halt mal wütend und Wahrheit sprechen, Klarheit sprechen. Aber dass wir, wenn wir mit diesen Worten zerstörerisch sind, das auch erkennen und das dann in Heilung führen. Vielleicht auch mal wirklich um Verzeihung bitten. Nicht einfach auf unser Recht beharren oder ins Opfer gehen. Wenn wir Frauen in unsere Stärke kommen und uns erlauben, einander zu nähren und zu unterstützen, dann werden wir selbst lernen, dass die Dämonisierung, die Stigmatisierung, die Kleinhaltung oder Verteufelung unserer Urkraft ein nettes Spiel war. Aber Lilith wird sagen,
Ich war niemals weg. Und sie lächelt. Und wie sie so schön sagt immer, du bist mein. Da habe ich gedacht, oh Gott, was? So wie ich dein bin. Oh, ja, eine Liebeserklärung irgendwie. Da kommt übrigens nächstes Jahr, ihr Lieben, was ganz Tolles raus, nämlich ein Chakra-Retreat mit der Lilith. Und ich sage euch was, das geht echt in die Tiefe. Also wir im Team sind da noch ein bisschen mit ganz großen Augen in Bezug auf diese Channelings da und wissen gar nicht recht, was wir damit machen sollen. Denn die gehen wirklich ab. Herrje. Aber gut, bis in den Frühling sind wir dann damit klar. Du darfst dich darauf freuen. Ja, ihr Lieben. So. Ich scroll da noch ein bisschen runter. Ich möchte da noch so 5, 10 Minuten dabei bleiben und dann wollen wir doch alle in den Feierabend starten. Die Rose. Ich habe aufgedeckt, schreibt sie, dass Wertlosigkeit ein großes Thema für mich ist. Das hängt mit dem Weiblichen zusammen bei mir. Wie kann ich Liliths Hilfe nutzen, um mein Frausein, meine Weiblichkeit zu heilen? Danke, Rose. Was mögen wir Frauen eigentlich? Wenn unsere ganz weibliche Energie fließen kann, und wenn wir da jetzt mal so ein bisschen zu den Mädchen schauen, dann sind wir ziemlich verspielt, so ein bisschen romantisch. Also das heißt, wir mögen gerne schöne, sinnliche Dinge. Wir mögen ein Bad, zum Beispiel, wenn Kerzen entzündet sind. Wir mögen liebliche Düfte. Das hilft uns zu entspannen. Also alles, was uns hilft zu entspannen und auf irgendeine Art und Weise schön ist, ganz egal, was du als schön empfindest, das nährt und stärkt deine Sinne, deine Weiblichkeit. Und Lilith wird dir eben dabei helfen, deinen Wert auch in dem zu erkennen, wenn du sauer bist. Wenn du zornig bist, weißt du, also ich kann so zornig gucken, da sind alle still um mich herum. Sogar ich, wenn ich dann einen Spiegel hätte. Also dieser reine, pure Zorn, der aus uns herausstechen kann, der ist genauso göttlich, lass es mich mal so in den Mund nehmen, wie die tiefste Trauer. Die Verzweiflung, die Zurückgezogenheit, alles ist im Grunde einfach Energie, wird aus uns geschöpft und wird durch uns dargestellt. Und wenn du lernst, dich zu respektieren in deiner Sinnlichkeit und das förderst, das dir schön machst, wenn immer möglich, dass du auf deinem Bürotisch eine Kerze entzündest, vielleicht ein bisschen Räucherware, ein Räucherstäbchen oder einen Duft ansetzt, das Licht so schön machst, dass du dir einen schönen Drink hinstellst, vielleicht eine Blume hinstellst, einfach etwas, was dir Sinnlichkeit vermittelt. Tu es. Es ist immer das Tun. Hinzu kommt, dass es wichtig ist, eben deine Schattenseiten zu respektieren. Wenn du also sauer bist oder verletzt bist, wütend bist, irgendwo gegen etwas bist, dass du dich darin respektierst. Und egal, wer etwas im Außen sagt, was hatten die wieder? Hat die ihre Tage? Oder was ist mit der los? Hat die nicht gut geschlafen? Oder ist der Mond wieder schuld? Oder irgendjemand? Respektiere du dich für dein Auf und Ab, deine Gefühle. Zorn ist erlaubt. Er darf einfach da sein. Du darfst ihn atmen, fühlen und dann wird er dich stark machen, er wird dich aufrecht machen, er wird dich Wahrheit sprechen lassen. Nicht nur in vino veritas, sondern auch in unseren Emotionen. Aber der Punkt ist eben zu lernen, das nicht so lange zurückzuhalten, bis es irgendwann so verplatzt und irgendjemand in den Kopf geschossen wird, sondern dass wir sie fühlen, wenn sie aufkommen und beim Ausatmen ziehen lassen, freigeben, loslassen. Aber respektiere sie, sie sind da, sind deine Schöpfungen, deine Kinder, deine Schöpfungen. Und du darfst sie, ihr einzig größter Wunsch und ihr Bedürfnis ist es, von dir wahrgenommen zu werden. Wenn du also deinen schönen und unschönen Schöpfungen beginnst, Wert zu geben, wertvoll betrachtest, vor allem eben auch deine Emotionen, deine Gedanken, dein Verhalten, dann kannst du das Wertekonto in dir in Bezug auf dich selbst schon mal mächtig steigern. Und damit
wirst du lernen, dir den Wert zu geben, den du vielleicht im Außen noch nicht reflektiert bekommst. Und das Außen muss sich irgendwann anpassen. Es ist aber ein Weg. Respektiere dich für diesen Weg. Wir wissen ja nicht, was du in vergangenen Leben schon alles gemacht hast, wer du schon alles warst und warum diese Lektion jetzt für deine Seele so unbeschreiblich wertvoll ist. Sich wertlos zu fühlen und dementsprechend auch solche Erfahrungen zu machen, hat einen Wert für deine Seele, einen extremen Mehrwert. Würdige das, respektiere das und lerne deine kleinsten Gedanken und Schöpfungen als etwas Wertvolles, von dir Geschaffenes zu betrachten. Und so wirst du immer mehr in deine eigene Welt, in deiner eigenen Welt ankommen und diese ausfüllen, diese ausdehnen. Und das wiederum gibt einen Triggerpunkt im Außen, dass man beginnt, deinen Wert zu erkennen, weil du den kleinen Dingen und den in Tatsache sehr wichtigen Dingen den Wert gibst. Nämlich dir und dem Moment. Ich wünsche dir dabei viel Vergnügen, liebe Rose. Und ich finde, du bist wunderbar. Weil du dich traust, dich damit auseinanderzusetzen. Und so wird auch die Weiblichkeit, die Sinnlichkeit immer stärker. Und wie gesagt, Lilith, ja, die hilft uns die nimmt uns an der Hand und läuft einfach mal voraus. Und das rumpelt dann manchmal in unserem Inneren. So, was haben wir denn da noch? Jetzt habe ich mich, glaube ich, irgendwo ein bisschen verirrt. Hier. Die Kräuterhexe. Herrlich. Wie komme ich mit meinem geistigen Team in Verbindung? Wie spüre ich Verbindung und die Impulse? Wie unterscheide ich meinen Verstand oder meins oder wirklich ein Impuls aus der geistigen Welt? In Verbindung treten ist das Simpelste, was es gibt, denn die sind sowieso immer da. Wo sollten die sonst sein? Bei uns ist es total spannend. Und die Impulse wahrzunehmen, ist wirklich eine Schulung. Da braucht es einfach Investition in diesen Muskel, diesen zu trainieren. Das heißt, regelmäßig dir Zeit zu nehmen, einfach hinzuhören. Du kannst auch sagen, hey, jeden Morgen nehme ich mir 5 Atemzüge Zeit, um mit euch in Verbindung zu treten. Gebt mir einen Impuls, einen Input. Und bleib dabei, auch wenn es nicht funktioniert die ersten 20 Mal. Dann vielleicht im 21. Mal. Gib nicht auf, bleib dran. Und du wirst sehr schnell merken, dass die Informationen aus der geistigen Welt wahnsinnig schnell kommen, sehr, sehr, sehr liebevoll und sehr klar sind und sehr kurz. Also die sind, okay, also Saint-Germain ist ja manchmal wahnsinnig lang und durch die Blume, herrje, der spricht ja ohne Punkt und Komma. Aber unser geistiges Team, das gibt uns Informationen, das sind bumm, sehr prägnant. Ein Satz, ein Wort, eine Farbe, ein Lied, so die Erinnerung an ein Lied. Und immer liebevoll, niemals verpflichtet. Dein geistiges Team behütet dich jeden Tag, schützt dich in diesem Sinne vor eigenem Blödsinn und so weiter. Aber sie sind niemals verpflichtend. Wenn es also heißt, du musst, weil sonst, es ist absolut notwendig, weil sonst, also wenn irgendwie eine Drohung mit eingewoben wird, wenn du dich anschließend so unwohl fühlst und so klein mit Hut oder sonst auf irgendeine Art und Weise völlig aus dem Häuschen bist, weil du denkst, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich das nicht schaffe, dann kommt es entweder aus deinem Verstand, der dich gerade mächtig an der Nase rumführt, oder von einer niedrig schwingenden Energie, die sich gerade einen Spaß daraus macht, dich an der Nase herumzuführen. Das geistige Team ist immer, genauso wie die innere Quelle, das innere Selbst, das höhere Selbst, immer, aber wirklich immer liebevoll, nährend, stärkend, aufbauend, fördernd. Die würden dir nicht sagen, geh bloß nicht da lang, da wirst du, weiß nicht was. Sondern die würden sagen, schau mal, wie wunderschön dieser Weg. Hast du diese Rose gesehen? Sie fördern deinen liebenden Weg und deine Aufmerksamkeit und deine Achtsamkeit. Recht simpel. So, ihr Lieben, dann möchte ich mir jetzt noch eine Frage herauspicken und dann glaube ich, lassen wir das für heute. Bis zum nächsten Zeitgeist. Ich lese da gerade nochmal.
Ähm, CDR schreibt: Wie kann ich mit dem Thema Einsamkeit umgehen, deren Ursprung in der Kindheit liegt? Und manchmal genieße ich es, allein zu sein und machen zu können, was ich möchte, was ich früher nicht konnte. Oh, das klingt nach mega Fortschritt. Einsamkeit und also Alleinsein und All-ein-Sein. Du verstehst? Du hast gelernt, aus deiner Einsamkeit dich dahingehend zu entwickeln, dass du das All-ein-Sein, das Einssein mit dir und dem Moment, das gerade ist, wirklich genießen kannst. Wenn aber das zehrende, leidende, schwere der Einsamkeit, des Vermissens von Gesellschaft und so weiter dazukommt, dann ist es wichtig, dass du ganz für dich da bist. Und geh vielleicht immer mal wieder zurück zu diesem Kind, das da etwas offensichtlich Schmerzhaftes erlebt hat, und wiege es. Vielleicht erinnerst du dich an eine gewisse Situation und kannst da hingehen und dich einfach mal so umarmen und ein bisschen wiegen. Sei für dich da. Und weißt du, den Wert, ein Leben ganz mit sich zu verbringen, mehrheitlich mit sich zu verbringen und das wirklich zu können. Wir Menschen sind durchaus Herdentiere, ne? Sozusagen. Wir brauchen einander. Wir brauchen in gewisser Weise auch Umarmungen. Wir brauchen sozialen Austausch. Das ist wichtig. Und den finden wir auch zum Beispiel beim Einkaufen. Ja gut, zum Umarmen, naja, es ist vielleicht nicht immer angesagt, noch die Verkäuferin zu umarmen, aber vielleicht ja schon, wer weiß. Sonst stellst du dich halt mit so einem Schild irgendwo an die Straße und schreibst drauf so, ja, ich könnte eine Umarmung brauchen. Why not? Was ich aber damit meine ist, den sozialen Austausch zu suchen und dann aktiv dich dahin zu bewegen, das kannst du offensichtlich und ich rate dir, das auch zu tun. Aber in Momenten, wo du spürst, dass du mit dir wirklich im Reinen bist und einfach null Bock hast auf irgendjemanden, bist du auch völlig in Ordnung. Denn wir brauchen alles auf dieser Welt. Wir brauchen Menschen, die die Einsamkeit, das Alleinsein als Fußabdruck in die Erde legen und damit gut sind und sein können. Wir brauchen die Hypersozialen, die ständig immer irgendwo unterwegs sind, weil sich alles in Balance hält. Und je mehr jeder von uns mit seiner Aufgabe in die Ruhe kommt, okay ist mit dem, was dich trifft, weil du es kannst, trifft es dich. Und wenn wir lernen, weniger zu erwarten vom Leben, sondern wirklich teilzuhaben am Leben, es wirklich zu genießen, zu beschnuppern, zu riechen, zu schmecken, zu sehen, zu fühlen, ich weiß nicht was alles, ne? Dem Leben wirklich Ehre zu erweisen. Ich sage es auch schon immer so schön, dem Moment die Ehre zu erweisen, ganz präsent zu sein. Jupp. Wenn du also in der Einsamkeit, im Leiden bist, wiege dich, nähre dich, stärke dich und verstehe, dass das Teil deiner Aufgabe ist, offensichtlich. Und dass du das, da bin ich sicher, ganz wunderbar meisterst. Hey Lieben, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Wunderbar. Das ist das neue Format Zeitgeist, wo wir einfach das, was euch jetzt gerade beschäftigt, miteinander ein bisschen beplaudern. Ich freue mich mega darüber. Wir werden am Datum, ich glaube am Freitag, den letzten Freitag vom November, ich weiß das Datum nicht, Lieben, wahrscheinlich ist der 29. oder der 30. Wir werden es anschreiben, ne? Werden wir wieder so einen Zeitgeist machen. Ich habe total Lust auf euch. Und wer Lust hat, sich mit mir einem ebenfalls sehr spannenden Thema zu widmen, nämlich dem Navigieren im digitalen Zeitalter. Du findest die Informationen auf meiner Webseite zu diesem Workshop. Der steht an am 14. November. Ich freue mich total auf euch. Da werden wir in kleinen Gruppen Fragen ausarbeiten, die dann im zweiten Teil im Channeling an Sascha mal gestellt werden. Das ist immer total eine coole Sache. Ich freue mich drauf. Und ihr wisst wahrscheinlich, die Rauhnächte stehen schon bald vor der Tür. Natürlich habe ich wieder Meditationen aufgezeichnet. Dieses Mal mit Erzengel Raphael und Erzengel Gabriel. Und ich habe noch zusätzlich die Möglichkeit erarbeitet, einen kleinen Workshop aufgezeichnet
zur Einstimmung zu den Rauhnächten. Das habe ich aber erst heute gemacht. Wir werden das bald auf die Webseite setzen. Vorerst sage ich vielen Dank an die wunderbare Truppe da draußen, an euch, die sich eingelassen haben auf ein Bild mit einem Huhn und einer Krone und Zeitgeist. Ihr seid großartig. Ich danke euch. Uns hat es im Team so zum Lachen gebracht und eines Tages verrate ich euch dann noch den Grund, warum ausgerechnet eine Henne mit Krone. Aber jetzt wünsche ich euch einen mega schönen Abend. Vielen Dank für die Zeit, die du investiert hast, hier zu sein. Ich wünsche euch allen alles Liebe. Freue mich auf bald, spätestens diesen Monat, Ende diesen Monat nochmal. Alles Liebe, habt einen schönen Abend. Danke. Noch einen Moment atmen.